Der Duft, der ist wow. Ihr seht, es ist ein relativ natürlicher, lockerer Look. Und das Ding ist, ihr kriegt auch die Tolle hin. Hallo und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal vom Pomade-Shop. Ich bin der Max, falls ihr mich noch nicht kennt. Ich mache heute mal wieder ein Pomade-Review. Bei Pomade, ich kümmere mich heute um das relativ neue Uppercut Clay. Aber jetzt erstmal zu uns überhaupt. Wir, der Pomade-Shop, wir sind ich nenne es jetzt mal ein Fachgeschäft für Haarstyling, für Haarpflegeprodukte, ursprünglich aus den 1920er bis 50er Jahren, aber der Markt hat sich unheimlich entwickelt und so haben sich auch die Produkte entwickelt und da komme ich jetzt nämlich gleich darauf, auf das Uppercut Clay. Clay ist eine etwas modernere Erscheinung der Pomade, der wasserbasierten Produkte, der unorthodoxen wasserbasierten Produkte. Und zwar enthalten die alle in einer Art Tonerde, Bentonite, irgendwie etwas in die Richtung, um die Haare matt zu machen, um einen sehr, sehr matten, natürlichen Style zu erreichen. Ist natürlich auch immer abhängig von der Menge, die ihr verwendet, aber grundsätzlich geht es darum, einen schönen, matten, natürlichen Style zu entwickeln. Genau, das nur jetzt mal schnell zur Einführung. Uppercut sagt wahrscheinlich den meisten von euch was. Ihr seht hier das ganz neue Clay. Typisch mit den zwei Boxern, deshalb der Uppercut. Genau. Das neue Clay sage ich nämlich mit Absicht. Das hat nämlich das Matte Clay abgelöst. Das es davor gab. Finde ich, ist jetzt, um ehrlich zu sein, kein großer Verlust, weil wir hier mit diesem Produkt nämlich ein wahnsinnig, wahnsinnig gutes neues Produkt haben, das mir persönlich sehr, sehr gut gefällt. So, ich gehe jetzt mal auf das Produkt erstmal ein. Deckel runter. Ihr seht es, die Uppercut-Pomaden haben alle noch ein kleines frische Siegel drauf. Das ist relativ wichtig bzw. hilfreich, um einfach die Pomade länger frisch zu halten, um sie vom Austrocknen zu schützen. So, jetzt nehmen wir das mal runter. Ein bisschen rangehen. Feldgraue Masse, nenne ich es jetzt bewusst mal, wirkt ein wenig fest in der Dose. Ist es tatsächlich in der Tat auch, denn es basiert zwar auf Wasser, ist aber rein theoretisch von den Inhaltsstoffen her eine UVB, wenn nicht sogar fast tatsächlich ein ölbasiertes Clay, denn klar Wasser an erster Stelle, aber gleich danach haben wir mikrokristallines Wachs, dann kommt Candelilla-Wachs, es ist noch Canauberwachs mit drinnen, also es ist ein Haufen, es ist noch Mineralöl ist ein bisschen mit drinnen, ein Haufen Inhaltsstoffe, die eigentlich so nur in der ölbasierten Pomade vorkommen. Haben wir hier aber alles in einer deshalb in einem UVB-Clay würde ich es tatsächlich nennen, haben wir hier alles drinnen. Zu dem Produkt selbst. Der Duft, der ist wow. Der ist einfach wow. Uppercut selbst gibt den an mit einer Mischung aus Holz und Leder. Finde ich persönlich jetzt gar nicht so treffend, denn da ist noch ein bisschen was leicht süßlich Frisches dabei. Es erinnert so ein bisschen an, ich würde sagen, ein modernes Herrenparfum oder Eau de Toilette könnte man sagen. Unheimlich toller Duft. In der Dose recht intensiv, kommt auf den Kopf auch schön rüber, wird aber nicht zu aufdringlich. Immer wieder schön wahrnehmbar, aber nicht zu viel. So, jetzt geht's mal ans Benutzen. Ihr seht, meine Haare sind deutlich kürzer geworden. Ich habe eine ganz, ganz leichte Restfeuchte in den Haaren. Sollte man bei dem Clay auch gar nicht zu viel haben, denn sonst habt ihr am Ende Schwierigkeiten bei der Benutzung. Ich gehe mal her, ich hoffe, man sieht das ganz gut. Ich nehme jetzt bewusst mal den Daumennagel. Man braucht ein bisschen Kraft. Ich habe es euch ja gesagt, es ist ein Haufen Wachs mit drinnen, dementsprechend ist da ein bisschen Kraft nötig. Ist nämlich auch angegeben, das zeige ich auch noch kurz, bevor ich es nachher noch vergesse, Shine und Hold geben Uppercut immer auf den Dosen an. Wir haben hier bei Shine eine 2 und bei Hold ist die 8 angegeben. Würde ich persönlich jetzt nicht mal ganz so sagen. Ich würde bei Shine fast eher zu einer 1 bis 1,5 und bei Hold tatsächlich schon eher Richtung 9 tendieren. Aber das ist ja immer, ich sag mal, ein bisschen Geschmackssache auch und Wahrnehmung. So, das Verreiben, man merkt es, da ist viel Wachs mit drinnen. Es ist schon ein bisschen Aufwand nötig, genauso wie beim Rausnehmen aus der Dose. Aber, das ist das Interessante, ich habe es nicht viel genommen, brauche ich zurzeit auch nicht.
ganz leichter grauer Rückstand. Das Interessante ist, man merkt von dem Wasser, das enthalten ist, so gut wie gar nichts. Das ist total interessant, denn das Auswaschen geht erstaunlich einfach. Dafür, dass so viel Wachs und Öl enthalten ist, langt eine normale Haarwäsche mit einem Shampoo. Langt da vollkommen. So. Ihr seht, es ist gleich eingebracht. So. Ein bisschen wuscheln. Genau. So. Ich gehe bewusst mal direkt jetzt, schon nach dem Einarbeiten vor die Kamera. Es ist zu Beginn eigentlich bei fast jedem auch wasserbasierten Produkt noch ein minimaler Glanz. Der wird aber im Laufe der Zeit jetzt noch komplett verschwinden. Also da ist dann am Ende gar nichts mehr. So, dann kommt es jetzt sehr darauf an, wie ihr euch die Haare stylen wollt, was ihr machen wollt. Wenn ihr, sage ich mal, eher Richtung Pomp gehen wollt, würde ich auf jeden Fall empfehlen, das Produkt noch leicht anzuföhnen, um das Wachs eben geschmeidiger zu machen, um es leichter kämmbar zu machen. Und mein klassischer Trick überhaupt, Kamm anfeuchten. Den Kamm einfach ein bisschen feucht machen, dann kommt ihr nämlich deutlich leichter durch die Haare und rupft nicht so viel. So, ich ziehe sie mir jetzt mal schön nach vorne, so ein bisschen in die Wuchsrichtung. Dafür habe ich jetzt den Uppercut-Kamm genommen, weil es so schön passt und weil ich den auch echt super finde. So, haben wir hier schon ein bisschen was gemacht. Jetzt nehme ich den Rake Comb, auch von Uppercut, ebenfalls einfach mal ein bisschen feucht machen. So, ziehe ich mir hier einfach mal so ein bisschen Volumen mit rein. Eignet sich dafür nämlich auch hervorragend, wenn ihr jetzt sagen wollt, zum Beispiel als Pre-Styler oder so, dass ihr schön viel Volumen rein bekommen wollt in eure Haare, aber nicht viel Produkt nehmen wollt. Einfach ein bisschen was von dem Clay einarbeiten, föhnen, könnt ihr schon mal richtig schön vorstylen, ein bisschen eben als Pre-Styler halt hernehmen, genau. So, da. Ein bisschen hier, ein bisschen da. Ja, das ist schon cool. Man merkt, es gibt Gas, es zieht ein bisschen an das Produkt, aber ihr habt schon noch angenehm Zeit zum Stylen. So ist es jetzt nicht. Das ist jetzt gar nicht so schlimm. Es ist tatsächlich, erst später werdet ihr es merken, dass es noch gut anzieht und ihr mit dem Nachstylen, finde ich schwierig, finde ich persönlich tatsächlich schwierig, das Nachstylen. Da ist ein bisschen geht, aber dann mit wirklich nassem oder feuchtem Kamm und es ist bisschen Korrekturen. Richtig nachstylen, würde ich sagen, funktioniert da nicht mehr so gut, sondern es ist ein bisschen korrigieren. Das funktioniert auf jeden Fall. So, die Härchen, ja. Gut, ich habe jetzt noch ein paar Flyaways, aber das finde ich gerade nicht so schlimm. Da werde ich dann einfach noch ein bisschen abwarten vielleicht und mir die nachher noch mal ein bisschen anlegen an den Kopf. So, genau. Ihr seht, es ist ein relativ natürlicher, lockerer Look. Meine Locken sind ein bisschen betont, aber alle unter Kontrolle. Finde ich an sich ganz cool. Ich zeige es euch jetzt nochmal. Das ist minimalster Glanz. Der Kamm war nass, deshalb ist noch ein bisschen Wasser drin. Die Haare werden nachher feuchter. Ihr habt richtig Grip dann in den Haaren. Ihr könnt auch nochmal durchgehen und das Ganze noch messier aussehen lassen. Also, ist echt ein super tolles Produkt. Gefällt mir super gut. Wirklich super, super gut. Und das Ding ist, ihr kriegt auch die Tolle hin. Ihr braucht ein bisschen Übung mit Clay-Produkten, mit wasserbasierten Clay-Produkten, die halt ein bisschen mehr anziehen. Aber wenn ihr die habt, dann funktioniert auch eine Tolle damit. Wunderbar. Wunderbar. Und ihr riecht einfach herrlich. Das ist so ein toller Duft hier drinnen. Der gefällt mir ultra gut. Muss ich sagen, gefällt mir richtig gut. Das war jetzt erst einmal alles zum Uppercut Clay, zum neuen. Ich sage danke fürs Zuschauen. Danke, falls ihr abonniert habt. Danke, falls ihr es jetzt macht. Freue mich sehr, dass ihr da wart, dass ihr eingeschaltet habt. Würde mich noch mehr freuen, wenn ihr uns auch noch auf unseren Social Media Kanälen auf Instagram und auf Facebook folgen würdet. Und solltet ihr noch irgendwelche anderen Fragen haben, dann ruft uns einfach an oder schreibt uns mal eine Mail. Wir freuen uns über jede Nachricht von euch. Und bis dahin sage ich, ciao, servus, euer Max.